Sie scheinen sehr schüchtern, manchmal auch defensiv und wirken sogar extrem sensibel auf den ersten Blick. Hinter den Kulissen und im Verlauf einer Beziehung mit verdeckt narzisstischen Männern sieht die Welt leider häufig ganz anders aus. Ja, wie verhalten sich verdeckt narzisstische Männer in jeglicher Beziehung, im Job, in der Liebe oder auch in Freundschaften? Wieso verhalten sie sich so? Warum geht man ihnen vielleicht auf den Leim, lässt sich von ihnen vielleicht schlecht behandeln oder auch stark verunsichern? Ich werde es euch heute erklären, habe viele Tipps und am Ende natürlich auch wie immer 3 Fragen, die du dir selber stellen kannst. Hi, ich bin Marie, schön, dass du da bist, dass du vielleicht auch wieder da bist. Wir haben uns Narzissmus, gucken wir uns ja hier auf diesem Kanal sehr ausführlich an. Psychologie, mentale Gesundheit, alle Themen, die das betreffen. Also wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, abonniere ihn sehr, sehr gerne. Und heute tauchen wir mal etwas tiefer ein in das Thema verdeckt narzisstische Männer. Ihr wisst ja, Narzissmus, offener, verdeckter Narzissmus gibt es da und eben auch verdeckt narzisstische Männer. Wie sieht das Verhalten aus? Das schauen wir uns jetzt an. Und wenn ihr eigene Gedanken habt zum Thema, super gerne, schreibt es in die Kommentare. Ihr wisst auch, kein Bashing, keine Schwarz-Weiß-Sicht. Und ihr wisst auch, das ist jetzt nicht trennscharf nur für Männer. Ihr könnt durchaus die Punkte auch mal auf Frauen übertragen. Ja. Das erste ist herablassend anderen gegenüber, besonders dann, wenn sie zur Gefahr werden könnten. Häufig sind das so Themen wie Bildung, Besitz oder auch Wissen im Allgemeinen. Ne? In der Sprache, wie verdeckt narzisstische Männer mit anderen Menschen reden, ist es eben nicht so, dass sie andere Menschen runterputzen, so in der Öffentlichkeit oder so. Das Ganze läuft eher unterschwellig ab, häufig über Sticheleien, die sie irgendwie machen oder kleine Scherze, kleine Witze, die aber bei genauem Hinsehen eben alles andere als lustig sind, sondern andere Menschen nur abwerten. Das kann in der Partnerschaft mit verdeckten Narzissten tatsächlich tagtäglich vorkommen, besonders dann, wenn sie sich von vermeintlich starken Frauen sozusagen bedroht fühlen. Und das ist leider sehr, sehr häufig der Fall. Ich habe eine Beförderung bekommen, das sagte Peggy, hatten Sie Mitleid mit dir, sagt ihr Freund Karl zu ihr als Antwort. Ja, so war es immer. Karl war eigentlich nie, wenn man genau hinguckt, besonders stolz auf Peggy. Und immer wenn sie irgendwas erreicht und es gut gelaufen war auf der Arbeit, dann gab er ihr als Antwort einen kleinen Witz, einen kleinen Scherz, wie er es nannte. Aber in Wirklichkeit war es für Peggy immer wieder verletzend. Es führte häufig auch dazu, dass sie sich hinterfragte und sich auch gar nicht mehr so richtig freuen konnte. Dann auch im Verhalten müsst ihr auch mal vielleicht darauf achten. Es ist sehr häufig so, dass die Blicke einfach sehr abwertend sind, sehr herablassend einfach sind. Da werden die Augenbrauen hochgezogen, da wird die Nase gerümpft. Das sind oft so auch nonverbale Sachen, die sie häufig eben machen. Sie haben eine sehr starke, das ist der zweite Punkt, passive Aggressivität. Sie sind sehr oft passiv-aggressiv. Komplimente Frauen gegenüber, nicht nur Frauen gegenüber, auch anderen Männern gegenüber, sind eigentlich tatsächlich Abwertung. Ja, der Kuchen schmeckt ja ganz gut, also im Vergleich, was du sonst so auftischt. Zack. Das sind häufig so Sätze, müsst ihr mal darauf achten, die alles andere als freundlich sind und die immer auch hier so eine Stichelei und eine Spitze sind. Passive Aggressivität ist auch ein wichtiges Thema. Unter anderem in meinem kürzlich erschienenen Buch könnt ihr hier auch mal gucken, denn passiv-aggressiv sind extrem narzisstische Menschen leider sehr oft. Das dritte ist, eher defensiv zu sein, ist auch ein typisches Merkmal. Ne? Denn extreme Narzissten, die geben, wenn ihr genau hinguckt, sehr ungern zu, dass sie im Unrecht sind, denn das würde für sie ja sozusagen eine Schwäche bedeuten. Und das ist häufig ein großes Problem auch bei verdeckt narzisstischen Männern, gerade wie ich eben schon angedeutet habe, Frauen gegenüber. Versteht mich nicht falsch, Frauen können das genauso gut, verdeckt narzisstische Frauen, aber es ist so, dass sie oft aus Familien kommen, wenn ihr genau hinguckt, mit relativ alten Rollenklischees sozusagen auch. Ja? Also sie kommen nicht selten aus Haushalten, ja, wo die Mutter sich um alles immer gekümmert hat, der Vater war halt arbeiten und sie sind eben so aufgewachsen, auch sehr stark mitunter umsorgt worden zu sein, gespoilert worden zu sein, viel bekommen zu haben. Das habt ihr beim goldenen Kind sehr, sehr häufig.
Und ja, und das ist dann etwas, leider, was sie dann auch mit in ihr späteres Leben nehmen. Sie haben eben einen geringen Selbstwert, den sie dann mitunter darüber kompensieren, dass sie sich eine Partnerin, aber natürlich auch Partner suchen, der nicht auf Augenhöhe ist, sondern der sie genauso umsorgt und der ihnen auch möglichst nach dem Mund redet. Ne? Und sie mögen es überhaupt gar nicht, wenn, wie gesagt, jemand plötzlich auch mehr weiß vielleicht als sie und wenn das dann sogar noch die eigene Partnerin ist. Ne? Christina, sie saß mit Mike auf dem Sofa und sie schauten wie immer diese Investorensendung. Sie hatte VWL studiert und er war Biologe. Ne? Und dann war so ein Pitch und Christina, die genau in diesem Feld, weil diese Vorstellung dort ging, dieser Pitch sagte, das stimmt nicht. Die Zahlen, die können auf gar keinen Fall stimmen. Das sind irgendwie andere. Ach ja, Frau Doktor weiß es mal wieder besser, sagte Mike da wieder zu ihr. Das ist ja wieder typisch, ja. Typisch, dass du das mal wieder besser weißt sogar als die im Fernsehen, die das dort präsentieren. Ja, aber schau mal, sagte Christina dann zu ihm, hier steht's, ich habe geguckt, schwarz auf weiß, das stimmt so nicht. Der Markt, was die da erzählen, das ist so nicht richtig. Ja, überschätz dich da mal nicht, Fräulein. Ja, überschätz dich da mal nicht. Wer weiß, wo du deine Zahlen auch wieder hergenommen hast. Zack, machte er sie wieder runter. Er würgte das Gespräch ab. Nie würde er zugeben, dass Christina auch bei so einer Sache recht haben könnte. Und das habt ihr sehr oft, wie gesagt, wenn sie sich gerade auch so Wissen, ja, Kompetenzen da irgendwie bedroht fühlen, können sie eben nicht auf Augenhöhe reagieren, sondern werten das Gegenüber eben ab. Dann muss man leider sagen, auch Unaufrichtigkeit. Ja, Narzissten tun manchmal Dinge, machen Dinge, versprechen auch Dinge, die sie gar nicht wirklich so meinen, einfach nur, wenn es ihnen zum Vorteil irgendwie auch ist. Sie sind halt sehr, sehr stark opportunistisch veranlagt, das habe ich euch schon sehr oft gesagt, dass sie, wenn es für sie, also sie verabscheuen zum Beispiel etwas, sie verabscheuen es, dass sie teure Autos zum Beispiel, ne, das habt ihr vielleicht einen verdeckten narzisstischen Nachbarn, teure Autos, also wirklich diese Schleudern, ja, also das wäre überhaupt nichts und irgendwie ein halbes Jahr später hat er einen neuen Job, hat die Möglichkeit, einen Firmenwagen zu bekommen und hat dort einen Wagen, der wirklich alles andere als umweltfreundlich ist. Ja, dann will er von dem, was er vorher gesagt hat, nichts wissen. Also sie schauen einfach, wo sind meine Vorteile und was kümmert mich mein Geschwätz von gestern. Häufig leugnen sie sogar, dass sie etwas gesagt haben. Muss auch sagen, ihr findet hier oft in helfenden Rollen auf, muss aber sagen, sie helfen vermeintlich jemandem nur, weil es eben häufig einer internen, also inneren Berechnung sozusagen entspricht. Also sie gucken halt immer, wo habe ich meinen Vorteil, wo kann ich vielleicht auch etwas einfordern. Ne? Ihr habt vielleicht einen guten Freund, der ist verdeckt narzisstisch. Und der sagt zu euch, ja klar, ich kann dir da jetzt irgendwie auch helfen bei deinem Umzug. Ich habe ja auch ich habe so einen größeren Wagen und so drängt sich da auch schon fast auf, obwohl du es vielleicht auch wirklich ganz anders organisieren wolltest. Und ja, er kommt erstmal zu spät zum Umzug. Okay, dann macht ihr das irgendwie. Das eine Office hier bei dir, also dein Office zieht einfach in eine andere Gegend. Bist auch total dankbar irgendwie dafür. Ja, aber nutzt das halt die ganze Zeit in Zukunft, um es dir sozusagen unter die Nase zu reiben. Er hat dir dort geholfen und fordert dann einfach andere Dinge ein. Also, dass du ihn unterstützt. Du bist nämlich ganz gut, was jetzt so Zahlen betrifft, ja, und so schickt er dir dauernd irgendwelche Sachen, die du nochmal überprüfen sollst in seinem Business und machen sollst. Und das ist dann etwas, müsst ihr mal darauf achten, das ist wirklich dieses Geben und Nehmen, was sehr unausgeglichen ist. Dann muss man sagen, sie haben auch verdeckte Narzissten häufig eine starke Feindseligkeit. Narzissten können gegenüber anderen sehr unfreundlich und auch erstmal unnahbar erscheinen. Das habt ihr auch sehr häufig bei verdeckten Narzissten. Verdeckte Narzissten denken sehr häufig, dass andere neidisch auf sie sind, nicht nur Verdeckte, auch die Offenen.
Dabei, wenn ihr genau hinguckt, sind sie häufig sehr, sehr stark von Neid getrieben und Neid besessen. Sie sind zudem auch extrem unsichere Menschen und wenn sie eben nicht die ersehnte Aufmerksamkeit anderer bekommen oder andere mehr haben als sie, dann kann dieser Wechsel von Bewunderung, sie bewundern manchmal Menschen, ganz schnell switchen und in die Abwertung gehen und plötzlich ist der engste Freund der größte Feind. Ne? Und müsst auch schauen, gerade verdeckte Narzissten haben häufig auch ein großes Aggressionspotenzial in sich, was Neid betrifft. Sie merken Menschen häufig auch in ihrer Abwesenheit sehr, sehr stark ab. So war es zum Beispiel auch bei Fabian und Tobias. Fabi und Tobias waren jetzt ein bisschen schon zusammen, also jetzt ein knappes Jahr irgendwie. Und Fabi war immer total geschockt, denn der Tobi war Sozialarbeiter und er war immer total lieb zu allen. Ne? Der war immer so total beliebt. Ne? Er arbeitete mit Kindern, die so ein bisschen Lernschwierigkeiten hatten und alle mochten ihn auch die Eltern dieser Kinder. Aber kaum war er zu Hause, ließ er es raus. Boah, diese ganzen Vollidioten, die können mich mal. Ach, ich werde ihnen das alles mal zeigen. Und auch meine ganzen Kollegen, die haben alle überhaupt gar keine Ahnung. Ich habe jetzt erstmal, über Lisa habe ich jetzt erstmal die Wahrheit, habe ich der Chefin jetzt erstmal gesteckt. Die wird schon sehen, was sie davon hat. Und ja, so streut er, sorgt er sehr oft für Unruhe, auch auf der Arbeit, aber steht nach außen scheinbar immer als der Freundliche da. Fabi ist darüber immer total geschockt und kann sich immer gar nicht vorstellen, wie unterschiedlich doch dieser Mensch ist. Deshalb eben auch, wie gesagt, diese verschiedenen Gesichter. Dann unnahbar, muss man auch sagen. Unnahbarkeit ist häufig, wenn ihr gerade beim Dating von verdeckten Narzissten könnt ihr das durchaus auch beobachten, merken vielleicht auch, dass sie erstmal so unnahbar scheinen, was leider auch einen sehr ungesunden Kreislauf in Gang bringen kann. Sie haben häufig auch, aber wenn man genau hinguckt, einfach kein wirkliches Interesse. Daran liegt es häufig. Und sie mögen es auch einfach, wenn der andere sich bemüht, um etwas über sie herauszufinden, ihnen etwas, sich um sie zu kümmern. Und so ist es häufig wirklich so, dass ihr das vielleicht auch schon merkt, da ist jemand, der ist unglaublich unnahbar. Damit meine ich nicht, dass da jemand ist, der vielleicht nicht gleich über sein ganzes Leben erzählt. Das ist nicht, aber es ist irgendwie nicht so dieses gesunde Level. Wisst ihr, extreme Narzissten, verdeckte Narzissten, leiden ja häufig unter chronischer Langeweile, Unzufriedenheit und haben häufig auch eine sehr große Antriebslosigkeit. Sie sind sehr häufig eher so deprimierte Typen, sind mit sich selbst häufig auch unzufrieden. Sie haben manchmal auch kaum soziale Kontakte, weil sie andere Menschen einfach häufig auch als langweilig empfinden, die ihrer Zeit dann irgendwie auch nicht wert sind. Sie brauchen häufig Bespaßung, aber das eben auch nicht zu viel. Ja? Und das ist natürlich etwas, wasch mich, aber mach mich nicht nass, was ein riesengroßes Problem ist, gerade dann, wenn ihr mit verdeckten Narzissten viel zu tun hat. Das ist zum Beispiel Lisa, die mit ihrem Mann Klaus zusammen ist und ja, sagt sie, Klaus, schau mal, ich habe hier was rausgesucht. Wenn du Lust hast, das ist ein total tolles Wellness-Hotel, da können wir am Wochenende hinfahren. Oh, Lisa, ey, du weißt genau, ich habe auf der Arbeit jetzt echt viel zu tun, sagte er schon wieder zu ihr. Aber du wolltest doch mal gerne was machen und auch mal ein bisschen mit mir was unternehmen. Oh, stresst mich nicht schon wieder, muffelte er schon wieder. Ja, er hatte selber keine eigenen Ideen, aber ja, seine Freundin, an der ließ er manchmal aber auch kein gutes Haar, wenn sie mit Ideen kam. Sie konnte es ihm scheinbar nicht recht machen. Machte sie was, stresste sie ihn, machte sie nichts, war sie langweilig. Und das habt ihr eben auch sehr häufig. Und gerade auch, wenn sie so sagen, ich mag ja die klassische Partnerschaft, dass die Frau sich kümmert. Ja? Was heißt heutzutage schon klassisch? Was heißt schon die Rollenverteilung? Ich finde, alle sind auf Augenhöhe. Aber das ist dort eben nicht so und so ist in ihren Augen halt die Frau eben auch nicht nur für das allgemeine Wohl zu Hause zuständig, sondern eben auch dafür, dass es Unterhaltung quasi gibt. Ja, ich habe es eben schon angedeutet, Anschauungen werden geändert wie ein Fähnchen im Wind. Wenn sich etwas zu ihrem Vorteil ändert, dann sind sie da eben auch nicht so, ihre Meinung zu ändern. Ihr müsst wissen, das ist natürlich total fatal,
Bei Lebensentscheidungen, ne? Bei so einem Auto wie vorhin, okay, aber bei Lebensentscheidungen kann das euer Leben tatsächlich massiv auch beeinflussen. Mit Lebensentscheidungen meine ich zum Beispiel Thema, wir kaufen gemeinsam zum Beispiel eine Wohnung, wir wollen zusammen ein Haus bauen, Familiengründung. Das sind alles so Themen, die fatal sein können, wenn man sich da sozusagen drauf verlässt. Ich habe die Eigentumswohnung jetzt verkauft an meine Schwester. Der Weg ist frei, Schatz. Sagte Melissa zu ihrem Freund Chris. Ja, wie sagte Chris, du hast jetzt irgendwie da den Vertrag mit deiner Schwester gemacht. Ja, ich wollte dich überraschen. Wir haben jetzt so lange schon und so oft darüber geredet, sagte Melissa zu ihm. Jetzt endlich habe ich es gemacht und habe sie verkauft. Ja, aber sagte Chris, das haben wir so aber auch nicht besprochen, weißt du, wie soll das jetzt da weitergehen? Jetzt können wir uns gemeinsam, dann brauchen wir noch ein bisschen Geld, aber dann können wir gemeinsam den Baukredit aufnehmen und dann können wir da Nägel mit Köpfen machen, dann können wir endlich raus aus dieser kleinen Wohnung, in der wir hier gerade leben. Ja, nee, sagte Chris plötzlich. Also das ja mit der Immobilie, das war eine gute Idee, hatten wir auch mal drüber gesprochen gehabt, aber ich habe mir jetzt eigentlich was anderes überlegt. Also ich möchte jetzt eher was zum Vermieten kaufen. Also ich habe jetzt auch schon ein bisschen rumgeguckt. Also dass wir jetzt irgendwie gemeinsam da was machen, das sehe ich aktuell nicht. Melissa war total geschockt davon, denn davon war irgendwie nie die Rede. Aber Chris hatte ein Angebot woanders bekommen, das zu seinem Vorteil ist. Und so wechselte er dann seine Meinung. Also das ist auch sehr, sehr häufig, dass Narzissten da, wie gesagt, wie ein Fähnchen im Wind sind. Sie wollen gebeten und umsorgt werden und sehen sich als Zentrum. Das würden sie allerdings häufig so offen gar nicht zugeben. Sie mögen deshalb, ich habe es euch eben schon gesagt, diese klassische Rollenverteilung. Wie gesagt, ich sehe das ganz anders, dass wir alle auf Augenhöhe sind. Jeder kann alles machen. Aber bei extremen Narzissten findet ihr das nicht. Ne? So zum Essen gerufen werden, solche Sachen, Müll rausbringen, kochen, ja, solche Sachen. Sie sind häufig sehr voll, wie gesagt. Und häufig tarnen sie das aber eben auch, dass sie einfach sagen, ich bin konservativ, ja. Oder wir müssen diesen ganze modische, wir müssen ja nicht jeden Trend, dieses modische irgendwie mitmachen, ja. Oder dann eben auch, ja, ich denke, meine Frau macht das auch ganz gerne, obwohl die Frau das alles andere als mag. Und häufig haben sie da eben auch kein Problem, der Frau quasi alles aufzuhalsen, denn dass die Frau zu Hause ist und sich darum sorgt, kann eine Sache sein. Nicht selten fordern sie aber auch, dass die Frau auch gleichberechtigt verdient, denn sie sind häufig sehr geizig. Das heißt, dass die Frau, könnt auch Mann können auch verheiratet sein, ja, könnt ihr immer tauschen, aber auf jeden Fall, dass das der Partner oder die Partnerin viel, viel mehr machen, weil sie eben zum einen arbeiten gehen, die Kinder versorgen und den Haushalt irgendwie noch machen und das Ganze dann unter dem Label klassische Rollenverteilung läuft. Also da könnt ihr auch mal achten und auch, dass sie oft gebeten werden wollen, das sind häufig auch so Punkte. Man muss auch sagen, das passt auch das nächste dazu, der Lebensstil ist bei verdeckten Narzissten sehr häufig materialistisch, ausnutzend, sie sind häufig sehr, sehr geizige Menschen, ja? Außer wenn Menschen schauen. Das habt ihr häufig eben auch. Sie mögen es in der Öffentlichkeit, auch gerade verdeckte Narzissten, so als sind sie ja das Image des Lieben, vielleicht auch Schüchternen. Und deswegen sind manchmal so Kleinigkeiten, wenn die Leute gucken, dann müsst ihr mal darauf achten, dann plötzlich switcht das. Also ist es vorher vielleicht noch so, dass ihr eure Koffer im Hotel alleine überall tragen musstet und machen musstet. In dem Moment, wo ihr kurz vor der Rezeption seid, kommt der verdeckte Narzisst und sagt, komm, jetzt nehme ich dir aber mal was ab, weil die anderen Menschen gucken. Ja. Und so ist es ganz, ganz häufig, auch bei Kleinigkeiten müsst ihr darauf achten, wenn es nach außen wirksam ist und sie sich dort gut in ihrer Rolle darstellen können, dann sind sie häufig sind sie sehr charmant quasi, auch manchmal auch übertrieben charmant, aber hinter den Kulissen sieht es ganz anders aus. Was Besonderes für die Dame im Haus, sagte Peter zu Marianne. Und Mariannes Augen, die blitzten. Ne? Peter, doch nicht so teurer sardischer Wein, sagte Marianne zu ihm. Und Peter stand im Mittelpunkt mit der super teuren Flasche Wein an Marianne. Marianne, ja, das war die Nachbarin von Peter. Marianne hatte gut geerbt und Marianne hatte
Ferienimmobilien, und zwar so einige. Peter war eigentlich ein unfassbar geiziger Typ, aber ja, er mochte es immer dann zu glänzen, wenn er sich darstellen konnte und wenn er sich auch einen Vorteil erhoffte. Und so war es eben auch bei Marianne. Er übergab ihr diesen sardischen Wein, dass alle Nachbarn, es waren so 10 Leute eingeladen, sahen, wie er sich da wirklich Mühe gemacht hatte, auch was Besonderes für sie auszusuchen. Und Marianne fühlte sich total geschmeichelt. Aber Peter erhoffte sich dadurch erstmal nicht nur, dass sein Image nach außen wirklich besser wurde sozusagen, sondern eben auch vielleicht an meiner Ferienimmobilie Urlaub zu machen. Das habt ihr auch sehr oft, sie sind sehr, sehr berechnet, wie gesagt, und schauen einfach die Wirkung nach außen da irgendwie auch zu haben. Obwohl sie, wie gesagt, nicht die großen Präsentatoren sind, sondern eher so die kleinen, aber ne, sie hoffen immer auf diese Wirkung und auch im Mittelpunkt irgendwie zu stehen. Dann Mangel an Empathie. Ja. Das ist total fatal, finde ich, gerade bei verdeckten Narzissten, gerade bei verdeckten narzisstischen Männern. Denn die wirken häufig extrem sensibel, ja, die Schüchternen vielleicht auch, die unter ihren Frauen, unter ihren Ex-Partnern auch gelitten haben. Das habt ihr beim Dating sehr oft, die stellen sich häufig als Opfer in dem Moment dar. Versteht mich nicht falsch, das darf man auch nicht missverstehen, missverkennen quasi oder verkennen. Missverkennen gibt es, glaube ich, gar nicht. Nicht verkennen, aber sie glauben und reden auch häufig darüber, dass sie hochsensibel sind und dass sie das so ganz, ja, dass sie so ganz viel auch spüren und so. Und ihr denkt vielleicht, und das ist eine groß fatale Sache, wenn ihr aus einer Beziehung kommt mit vielleicht einem eher offenen Narzissten, ja, dann denkt ihr sehr oft, oh, ja, schlimm, oh, der ist ja wirklich, der ist total sensibel, das stimmt, was er auch so erzählt. Und dabei haben sie häufig einen Mangel an Empathie. Und wenn ihr genau hinguckt, sind sie vor allem eins, kritikunfähig. Das können sie gar nicht haben. Habe ich immer ein Video hier oben und hier unten gemacht. Also da, das solltet ihr nicht verkennen. Ja? Und so ist es auch bei Jana. Also Jana hat es super schwer mit ihren Eltern. Ihr Vater selbst nannte sich sehr häufig sehr sensibel. Ne? Er war auf den ersten Blick auch super schüchtern irgendwie. Und er war auch das Opfer der eigenen Mutter, denn die war immer sehr, sehr dominant. Dabei war er bei ihr, wenn sie genau hinguckte, immer alles andere als einfühlsam. Sie hatte als Kind sehr häufig unter seinen wirklich schwankenden Launen gelitten. Manchmal ist er so ausgeflippt zu Hause auch. Davor hatte sie so richtig Angst. Und ja, er ärgerte sie auch ständig und sie wusste manchmal auch gar nicht, warum es ihr so schlecht ging. Manchmal hatte sie sogar das Gefühl, er hat verschmitzt gelacht, wenn sie mal wieder davon erzählte, dass eine Beziehung scheiterte. Dabei weinte er doch auch immer bei Familienfeiern, wenn es darum ging, sein Bruder war früh verstorben, über diesen Bruder zu erzählen. Und er hatte das Image des lieben, des fürsorglichen Ehemanns, aber es war irgendwie so ein Widerspruch. Und das habt ihr, wie gesagt, sehr, sehr häufig, dass gerade als Kinder man es nicht verstehen kann, dass der Vater, der doch auch vielleicht Opfer der Mutter ist, ja, doch so sensibel wirkt, nach außen auch diese Rolle hat, einem selbst gegenüber vielleicht auch gar nicht so nett ist und ziemlich herzlos und unempathisch vor allem handelt. Und das ist sehr, sehr schwierig, häufig in dieser männlichen Konstellation eben auch. Ich habe es eben schon gesagt, Kritikunfähigkeit, ein riesengroßer Punkt. Verdeckte Narzissten sind sehr, sehr leicht kränkbar, anstatt aber laut zu werden. Das werden sie manchmal zu Hause hinter verschlossenen Türen eher, aber dann ist es so, dass sie schweigen. Ja? Und das können eben nicht nur Frauen, sondern auch Männer können das. Und Schweigen kann bei euch dann wiederum, haben wir auch gleich noch drauf, ganz viel auslösen. Aber das ist wirklich, habe ich hier oben und hier unten auch nochmal ein Video zugemacht, könnt ihr euch gerne nochmal angucken, dass sie wirklich wahnsinnig viel schweigen. Ja, was sind die Ursachen für dieses Verhalten von verdeckten narzisstischen Männern? Dazu ein paar Punkte, bevor wir dann dazu kommen, warum man anfällig ist für verdeckt narzisstische Männer. Hinter dieser wirklich egoistischen Person und dieser oberflächlichen Haltung ist häufig eine sehr unsichere Person mit geringem Selbstwert. Was nicht heißt, müsst ihr auch wieder aufpassen, dass das nicht irgendwie, dass ihr den jetzt
diese Person retten solltet sozusagen, aber das ist einfach der Kern der ganzen Sache. Anstatt wirklich laut und präsent zu sein, sind sie eher zurückgezogen häufig. Wenn ihr genau hinguckt, sind sie häufig aber auch verbittert. Ja? Also sie schimpfen sehr oft und sind sehr muffelige Menschen, sind wenig im Leben aktiv. Sie regeln sehr, sehr viel über Stimmungen und ziehen so nicht selten eben leider auch ihr Umfeld runter, wenn man sich da nicht klar abgrenzt. Das hat natürlich negative Auswirkungen, wenn ihr sehr stark, sehr eng mit verdeckten Narzissten vielleicht auch befreundet seid oder so, weil diese negative Sichtweise, diese Antriebslosigkeit, die kann einen schon richtig runterziehen. Ja, jetzt ist doch die Frage, wenn man das alles so anguckt, warum ist man vielleicht anfällig, sich im engen Umfeld mit verdeckten narzisstischen Männern zu umgeben, wie auch immer. Das schauen wir uns jetzt mal an. Das kann sein, man hat quasi eigene Einfallstore sozusagen. Ja, dass man irgendwie jemand ist, schon aus dem narzisstischen Elternhaus, mitunter aus dem man kommt, dass man sich davon angesprochen wird, weil der eigene Vater vielleicht schon verdeckt narzisstisch gewesen ist. Und dann gerät man an einen Partner, der vielleicht sehr ähnlich ist, den man auch umsorgen möchte, den man retten möchte, dem man helfen möchte, der ja scheinbar so sensibel ist. Ja, so wirken sie ja häufig. Und das ist eine große Gefahr. Eben, dass sie erst einmal so scheinbar sensibel wirken. Also da solltet ihr euch nicht aufs Glatteis begeben, sondern deswegen sage ich euch auch oft, datet halt öfter, guckt euch Situationen auch einfach an. Ihr solltet nicht paranoid werden, aber das ist schon ganz wichtig. Sie wollen umsorgt werden und diese Rolle kennt ihr vielleicht von zu Hause. Wenn ihr so aufgewachsen seid in der Rolle des sehr unterordnenden Kindes, ihr habt viele Aufgaben in eurer Familie übernommen, ihr habt den Haushalt für eure Mutter gemanagt und, dann ist das etwas, was ihr vielleicht auch durchaus abgelehnt habt, aber nicht selten könnt ihr das sozusagen. Es fühlt sich gewohnt an und ihr rutscht innerhalb dieser Beziehung plötzlich wieder in diese Umsorgerrolle. Und lasst euch da leider richtig, richtig krass auch ausnutzen. Was natürlich Käse ist, auch für den eigenen Selbstwert und für das eigene Glück und auch eben für eine Beziehung auf Augenhöhe. Man lässt sich quasi mit in den Abgrund ziehen, mit runterziehen von dieser negativen Stimmung, von dieser Antriebslosigkeit, wenn man es einfach auch vielleicht von zu Hause aus schon kennt und weil es natürlich auch wahnsinnig anstrengend ist, ob das jetzt in einer Partnerschaft ist oder auch im Freundeskreis. Ne? Das ist natürlich nicht toll, wenn ihr euch mit einem verdeckt narzisstischen Freund trefft am Abend, der nur negative Dinge erzählt, den ihr vielleicht immer motivieren müsst, wegzugehen. Das ist natürlich eine schwierige Sache. Ja, welche Auswirkungen kann das auf den eigenen Selbstwert, auf das eigene Selbstvertrauen eben auch haben? Es kann sein, dass euer Selbstwert sowieso schon immer sehr gering gewesen ist, weil es aus einem extrem narzisstischen Elternhaus kommt. Es werden Grenzen halt immer wieder oft stärker überschritten, denn Narzissten sind so wie so ein Fass ohne Boden. Wenn die einmal merken, etwas funktioniert, sind schon faul, dann werden sie quasi noch fauler. Man vertraut sich und seiner Wahrnehmung vielleicht auch immer weniger und man umsorgt halt immer stärker, wenn ihr da sehr stark von verdeckten Narzissten umgeben seid. Ihr umsorgt andere Menschen, ihr kümmert euch um sie, sowohl rein technisch, so von der Organisation, ja, als auch emotional. Vernachlässigt euch dann einfach. Ja, was kann man nun tun im Hinblick auf verdeckt narzisstische Männer? Ich habe ein paar Tipps für euch. Erst einmal verdeckten Narzissmus erkennen und eben auch, dass er langsam undurchsichtig erst einmal daherkommen kann. Das ist ganz wichtig, weil ich habe euch eben gerade gesagt, es kann sein, dass euch das anspricht, wenn ihr vielleicht auch aus einem Elternhaus kommt, mit nicht nur unbedingt einem verdeckt narzisstischen Vater, vielleicht mit einem sehr lauten Vater, ja, der nicht gut war und dann kommt plötzlich jemand, der so sensibel scheint. Das dauert manchmal auch, weil verdeckte narzisstische Männer eben eher ruhig sind, eher schüchtern mitunter, sensibel wirken, wie so ein gefallener Engel, wie so Opfer, dass es eher was bei euch triggert und ich glaube, das eher zu erkennen und da eben aber genau hinzuschauen. Man muss auch sagen, im Job muss man Kollegen erst kennen oder auch Angestellte, wenn ihr ein Unternehmen habt, erst erkennen.
dass dort vielleicht nicht eine hohe Sensibilität und hohes Einfühlungsvermögen ist, wie verdeckt narzisstische Männer es gerne verkaufen, sondern eine hohe Kränkbarkeit und dass sie halt auch im Hintergrund häufig ihre Fäden ziehen, Gerüchte streuen, da sind sie nämlich sehr, sehr gut drin und eben auch für Missmut und schlechte Stimmung sorgen. Also das ist auch nochmal wichtig. In der Partnerschaft dauert es eben auch. Deswegen sage ich euch so oft, lasst euch mit dem Dating Zeit. Nichts hetzt euch. Ja? Schaut erstmal, was, wenn jemand sagt, er ist sehr sensibel und dies und das, ja, guckt mal hin, wie verhält er sich denn wirklich? Ist er sensibel, ist er nur schnell kränkbar vielleicht auch? Was hat es häufig auf sich? Sucht derjenige seinen Vorteil vielleicht auch? Schaut da mal genau hin und nehmt die rosa Brille, wenn ihr sie mal aufhabt, wenn ihr verliebt seid, was ja gut ist auch, wenn ihr euch verliebt, aber nehmt sie ab und zu einfach mal hoch. Macht euch bitte keine Vorwürfe, wenn ihr an verdeckten Narzissten geraten seid. Euch sagt, das gibt es doch gar nicht, der schien doch erstmal ganz anders. Ja, das ist es eben, dass sie häufig auf den ersten Blick eben so anders erscheinen, so lieb, so sensibel und macht dort euch keine Vorwürfe, sondern guckt eher hin, an welchen Punkten konnten sie euch vielleicht so extrem ansprechen und ist doch gut, wenn ihr darauf gekommen seid, zieht eben auch eure Grenzen. Wählt halt eben besser aus in euren engen Beziehungen und auch in eurem Umfeld. Überlegt halt, warum ihr immer wieder in Dynamiken gerät. Das kann auch in verschiedenen Bereichen sein. Auch immer wieder an verdeckte Narzissten vielleicht geratet. Ja, also an männliche, mit denen ihr vielleicht euer Hobby aus, mit denen zum Beispiel joggen geht. Das kann euch auch unterziehen, wenn ihr regelmäßig euch vielleicht zu einer Jogging-Verabredung trefft, ne, so zweimal die Woche und derjenige verdeckt narzisstisch ist und immer wieder euch was Negatives erzählt, das zieht euch runter. Aber warum kam es überhaupt dazu? Aber das ist wichtig, sich das irgendwie anzugucken. Und das eben in jeglicher Hinsicht. Ne? Seid ihr vielleicht eher komplementär-narzisstisch? Ihr wisst ja, Narzisst und Komplementärnarzissten, ne, das gleiche Problem, geringer Selbstwert, aber der Komplementärnarzisst ist kein Narzisst, aber er matcht leider super gut mit dem Narzissten. Dazu habe ich auch einige Videos, schaut gerne mal hier oben und hier unten eben auch. Steckt mitunter auch die eigene Vergangenheit dahinter. Das kann leider sehr häufig der Fall sein, wenn ihr zum Beispiel einen narzisstischen Vater, ob nun offen oder verdeckt narzisstisch habt, dass ihr wieder dorthin geratet, an so jemanden. Auch hierzu habe ich Videos gemacht, das packe ich euch gleich mal hinten dran. Ja, dann Grenzen zu setzen, wenn man sehr eng drinsteckt. Das klingt erstmal leichter, als es mitunter auch für einen selber ist, aber das kriegt man hin und vielleicht auch einfach Step by Step. Wenn ihr da Fragen habt, Tipps braucht, könnt ihr mich immer super gerne auch natürlich telefonisch per Videocall mal kontaktieren. In einer Beziehung zum Beispiel, wenn ihr jetzt in so einer Beziehung seid mit einem verdeckten Narzissten, es kann ja durchaus sein, eben erstmal zu erkennen, was ist hier eigentlich los? Warum fühle ich mich so schlecht? Muss ich mich ständig runtermachen lassen? Muss ich mich belächeln lassen? Nein, das müsst ihr eben nicht. Und da den Weg so ein bisschen vielleicht innerhalb der Beziehung erstmal auch sich abzugrenzen. Wenn ihr das hinbekommt, beziehungsweise ich kann euch nur motivieren, es eben zu machen, natürlich auch zu gucken, sich da nicht abzukämpfen. Ja, müsst ihr auch eben schauen, wo ist vielleicht auch der Punkt, dass ihr sagt, ich habe jetzt genug mitgemacht, ich gehe jetzt meinen Weg weiter. Lasst euch eben nicht runter machen, wenn so passiv-aggressive Sprüche kommen. Wie hatten wir vorhin, ich habe jetzt ihren Namen leider vergessen, aber wir erinnern uns, sie kommt nach Hause, sie sagt, sie hat irgendwie eine Beförderung da bekommen, mehr Gehalt. Es kommt so ein blöder Spruch, den nicht zu überhören, sondern zu sagen, warum sagst du sowas? Das ist doch nicht nett. Das ist doch nicht okay. Ich finde es auch nicht witzig. Das finden Narzissten nicht toll, natürlich nicht, aber auch diese Reaktion dann auszuhalten. Nur so schafft ihr es, da auch einfach euch abzugrenzen und euch nicht mehr so behandeln zu lassen, an sich zu glauben und sich eben nicht verunsichern zu lassen. Wisst ihr, ich habe euch gesagt, gerade verdeckt narzisstische Männer können manchmal mit anderen Menschen auch, die vielleicht mehr wissen, mehr können und so, können sie schlecht umgehen und können dann immer nur abwerten. Aber da eben auch zu schauen, dass ihr das nicht mit euch machen lasst und euch da vor allem nicht verunsichern lasst. Ich sage ja sehr oft, sie machen einen vor allem an den Punkten runter, wo man besonders gut ist. Also könnt ihr auch mal drauf achten. Vielleicht werdet ihr immer belächelt von eurem Partner in der Partnerschaft, von einem guten Freund bei den Sachen, wo ihr richtig gut seid. Kann man dann auch für sich nutzen.
Ne? Sich nicht ausnutzen zu lassen. Diese klassische Rollenverteilung habe ich euch eben gerade klassisch, ja, kann ich echt nur in Anführungsstrichen setzen, ist super bequem für extrem narzisstische Menschen, aber wir leben im 21. Jahrhundert und da vielleicht auch mal für euch bewusst zu werden, hey, wenn ihr jetzt irgendwie jemand seid, der voll arbeiten geht, sich um die Kinder kümmert, um den Haushalt, alles macht und euer Mann so ein bisschen im Garten, weil das nach außen hin ja gut kommt und vielleicht ab und zu mal den Staubsauger in die Hand nimmt, da läuft doch etwas schief. Werdet euch dessen bewusst. Schaut einfach, euch etwas zurückzunehmen, nicht nur etwas, sondern auf Augenhöhe mehr zu kommen. Vielleicht lagert ihr manche Sachen sozusagen auch aus und nehmt ihn auch einfach mehr in die Pflicht. Ihr müsst gucken, wie das funktioniert, aber es ist, glaube ich, wichtig, denn wisst ihr, ihr merkt es sicherlich innerlich schon, dass hier was schief läuft dann in dem Moment, bei euch was schief läuft. Und in dem Moment ärgert ihr euch auch. Und wohin mit dem Ärger? Es wird eher dazu führen, dass es euch schlechter geht. Und das ist doch einfach nur Käse. Konzentriert euch vor allem auch, weil verdeckte Narzissten ja sehr stark antriebslos sind, kaum eigene Ideen haben, ja. Lasst euch davon nicht runterziehen, sondern konzentriert euch auch auf euch. Selbst sehr aktiv, lasst euch von dieser Langeweile nicht runterziehen, sondern konzentriert euch selbst auf euch. Das ist wichtig. Da sage ich euch auch so oft das Thema Geld. Ne? Sie sind halt sehr faul. Gerade verdeckte Narzissten sagen immer, oh, nee, Geld ist mir nicht wichtig. Sie nutzen aber andere Menschen wirklich sehr, sehr häufig aus. In Partnerschaften sage ich euch deshalb sehr häufig auch. Schaut auf euer Geld, trennt es halt auch ganz klar. Das ist ganz, ganz wichtig einfach auch. Gleicht mal dieses Thema, wenn ihr einen verdeckt narzisstischen Partner mutmaßlich habt, verdeckt narzisstische Freunde oder auch im Job einen Kollegen, wenn die immer sagen, und das auch besonders betonen, ich bin so sensibel und ich kann das nicht, ich schaffe das irgendwie auch nicht, das alles jetzt zu bewältigen und so, und sind sie vielleicht manchmal auch sehr schweigsam, gerade wenn es Kritik gegeben hat, schaut halt einfach, ist es wirklich eine hohe Sensibilität oder ist es tatsächlich eher eine Faulheit und eine Kritikunfähigkeit? Also da solltet ihr wirklich auch hingucken. Grundlegend, wie gesagt, ist sehr häufig, wenn ihr in diese Beziehung geratet, dass diese Beziehung zu diesem mitunter narzisstischen Vater ein großes, großes Problem, aber nichts, was sich nicht lösen lässt. Jetzt 3 Fragen. Das erste ist, hast du viel mit verdeckten narzisstischen Männern zu tun? Das zweite ist, was macht das mit dir? Und das dritte ist, wie kannst du in Zukunft besser auswählen, dich abgrenzen, aber auch jetzt Grenzen ziehen? Ja, wenn dir das Video gefallen hat, like es gerne, schick es gerne an jemanden, dem es weiterhelfen könnte, oder teile es irgendwo, wo es möglichst viele Menschen erreicht, denen es hilft. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne, könnt auch online buchen bei mir. Ich wünsche euch eine zauberhafte Woche. Lasst euch von niemandem runterziehen, sondern genießt das Leben, was auch immer ihr macht. Vielleicht macht ihr Sport, vielleicht reist ihr, vielleicht entspannt ihr aber auch einfach nur und macht euch eine gute Zeit. Dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß und freue mich, wenn ihr nächsten Samstag wieder dabei seid. Bis dann, ciao!